Guck mal hier, das bin ich auf meiner ewig währenden Mission, das perfekte Betriebssystem für mich zu finden und ich glaube, wir haben einen ganz heißen Kandidaten am Start. Diese Linux-Distribution läuft out of the box wirklich ultra schnell. Also wirklich, snappier geht's fast gar nicht und ist vor allem auf Gaming ausgelegt, was auch butterweich läuft. Außerdem sieht das Teil auch noch total schick aus und ich musste wirklich so gut wie kein einziges Mal die Kommandozeile benutzen, wenn ich das nicht unbedingt wollte. Das Ding nennt sich Pop! OS und ist aktuell ein ganz heißes Teil auf dem Distro-Markt und die Frage ist es das? Ist es das perfekte Betriebssystem oder müssen wir die Blase poppen lassen? In diesem Video klären wir genau diese Frage und schauen uns mal an, wie sich der Cosmic Desktop von Pop! OS so anfühlt. Ja, so heißt die auch unabhängig von Pop! OS gerade ziemlich gehypte Desktop-Umgebung. Und ich kann jetzt schon mal sagen, in Cosmic sind Ideen verbaut, die ich so noch auf keinem anderen Desktop gesehen habe. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Und es gibt auch einen nativen Linux-Client für NordVPN. Die sponsern dieses Video. NordVPN hat über 8000 Server in 126 Ländern und in jedes davon könnt ihr euch einfach reintunneln. Dabei werden auch keinerlei Logdateien gespeichert. Das wurde jetzt zum 6. Mal in einer unabhängigen No-Logs-Prüfung bestätigt. Diesmal von Deloitte. Außerdem gibt es sinnvolle Sicherheitsfeatures, zum Beispiel einen Sicherheitsindikator für Suchergebnisse oder Warnungen bei gekaperten Sitzungen, alles im Rahmen des Bedrohungsschutz Pro. Die zeigte bei der Zertifizierung von AV Cooperatives eine der besten Erkennungsraten im Test. Auch die Anti-Phishing-Funktionen wurden als äußerst effektiv eingestuft. Probiert das Ganze doch mal aus. Mit unserem Code CT3003 bekommt ihr auf nordvpn.com/CT3003 4 Zusatzmonate aufs 2-Jahres-Abo obendrauf. Und natürlich alles risikofrei mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Also, ein neues Betriebssystem hat den Chat betreten. Naja, neu im Sinne von, ich will was Neues ausprobieren und habe vielleicht auch mein CachyOS neulich ein bisschen kaputt gespielt. Hoppla. Also Pop! OS gibt es schon seit einer Weile, aber ich finde, man hört in letzter Zeit immer öfter, dass Leute das ausprobieren. Also zumindest in meiner Bubble. Zum Beispiel auch Linus von den gleichnamigen Tech-Tipps. Das Ding wird vom US-amerikanischen Computerhersteller System76 entwickelt. Die verkaufen Laptops und Desktop-Rechner, die, wer hätte es gedacht, standardmäßig mit Pop! OS oder Ubuntu ausgeliefert werden. Ja, aber auch wenn das von einem kommerziellen Entwickler kommt, ist Pop! OS komplett Open Source und kostenlos. Und Pop! OS ist ein Ubuntu-Derivat und vor allem auf Gaming ausgelegt. Beim Download kann man jeweils eine Version für AMD, Nvidia oder Intel GPUs runterladen. Da sind dann jeweils die passenden Treiber schon vorinstalliert. Also in meinem Fall die ISO für Nvidia-Karten runterladen, auf einen USB-Stick packen und installieren. Falls ihr die Installation von Linux im Detail sehen wollt, habe ich euch einen Link in die Beschreibung gepackt, wo wir das schon mal erklärt hatten. Beim ersten Start von Pop! OS ist mir direkt erstmal aufgefallen, wie schnell das läuft und wie schick das Ganze auch noch dabei aussieht. Die Optik bzw. die Bedienung ist für mich das größte Highlight an Pop! OS, aber da komme ich später noch zu. Ja, also das Ding ist wirklich schnell und alles fühlt sich wirklich super snappy an. Bisher hatte ich ja immer CachyOS laufen und das ist auch schon super schwupsig, aber wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde ich sagen, dass sich Pop! OS nochmal einen kleinen Schnuff knackiger anfühlt. Alleine hier die Fenster im Tiling-Modus rumzuschieben oder die Workspaces zu wechseln, fühlt sich super schnell an. Aber das ist vielleicht auch diese Euphorie, wenn man ein neues Betriebssystem ausprobiert. Also CachyOS ist auch schon sehr schnell. Und zu Gaming kommen wir gleich auch noch. Das läuft nämlich auch butterweich. Also alle normalen Programme, die ich installiert hatte, starten hier wirklich auf der Stelle. Und auch die Installation von Software geht super schnell. Denn bei Pop! OS ist der Cosmic Store vorinstalliert. Das ist ein grafischer App Store mit Suchfunktionen, Kategorien, Bildern, Beschreibung und so weiter. Also alles, was man so braucht. Wenn ich hier etwas installiere, dauert das nur wenige Sekunden und das Programm ist sofort ready. Hier beispielsweise Discord. Ich klicke da drauf, der installiert das in ungefähr 2 Sekunden und ich kann es sofort starten. Schon nice. Der Cosmic Store ist in Rust geschrieben und läuft mit wenig Speicherfußabdruck. Zum Vergleich, die andere populäre App-Verwaltung KDE Discover hat schon deutlich mehr Funktionen, ist aber definitiv schwerfälliger. Cosmic kann aber auch wie Discover zwischen Flatpak und Systempaketen umschalten. Ganz kurz nochmal der Unterschied. Flatpaks bringen alle Abhängigkeiten selbst mit und laufen abgeschottet in einer Sandbox. Können also euer System nicht zerschießen. Systempakete sind tiefer ins Linux-System integriert, teilen sich Bibliotheken mit anderen Programmen, verbrauchen dadurch auch weniger Speicherplatz, aber können halt im schlimmsten Fall Probleme verursachen. Apropos Systempakete, Pop! OS basiert auf Ubuntu und hier ist standardmäßig der Paketmanager apt
installiert. Den musste ich aber für meine Programme kein einziges Mal mit der Kommandozeile benutzen. Alles, was ich installieren wollte, habe ich im Store als Flatpak gefunden. Und während Ubuntu weiterhin das viel kritisierte Snap-Paketsystem verwendet, ist bei Pop! OS Snap nicht mal vorinstalliert. Auch ein komplettes System-Update geht über den Cosmic Store einfach unter Aktualisierungen und da kann man alles updaten. Also das ist so ähnlich wie bei Linux Mint, da läuft ja auch fast alles über die grafische Oberfläche. Bei CachyOS, was ja auf Arch basiert, braucht man schon irgendwie häufiger mal die Kommandozeile. Doch, eine Kleinigkeit habe ich dann doch per Kommandozeile installiert, und zwar NeoFetch. Das ist diese Systemanzeige mit passenden ASCII-Art vom Distro-Logo, die man beim Öffnen vom Terminal bekommt. Die ist standardmäßig bei Pop! OS nicht vorinstalliert und im Store habe ich das auch nicht gefunden. Witzigerweise wird das Pop! OS-Logo mit 7 und 6 angezeigt, passend zum Entwickler System76. Also das hat nichts mit dem 6.7-Meme zu tun. Wirklich gar nichts. Ne? Und ja, ich weiß, NeoFetch ist mittlerweile eigentlich veraltet und von FastFetch abgelöst. FastFetch hat bei mir aber so komische Farben beim Logo angezeigt. Das hat mich genervt und ich hatte keinen Bock, da irgendwie groß rumzufummeln. Deswegen habe ich jetzt einfach NeoFetch verwendet. Naja, ist auch alles komplett unnötig. Sonst lief wirklich alles einfach über den Store. Ja, und der Store ist Teil vom Cosmic Desktop, das Desktop-Environment von Pop! OS. Nochmal als Reminder, ein Desktop-Environment bzw. eine Desktop-Umgebung ist eine Sammlung an Programmen, die die komplette Benutzeroberfläche vom Betriebssystem bilden. Also sowas wie Fenstermanagement, Startmenü und so weiter. Und das ist auch das, was den kompletten Look and Feel bei der Bedienung am Ende ausmacht. Ja, und ich muss sagen, dass mir das bei Pop! OS richtig, richtig gut gefällt. Aber ganz kurz vorher, warum heißt das Teil eigentlich Pop! OS? Laut System76 CEO Carl Ritchell steht das Pop für die knalligen Farben und der Unterstrich kommt vom System76 Logo, wo hier unter der 6 auch so ein Strich ist. Na gut, der Unterstrich ist aber vielleicht auch einfach wichtig, dass die Leute das Ding nicht immer Popos aussprechen. So zumindest unsere Theorie. Das Pop zieht sich auch durch andere Produkte von System76, wie beispielsweise deren USB-Flash-Tool Popsicle. Anyways, jetzt einmal zum Look and Feel von Popos, beziehungsweise vom Cosmic Desktop. Der Cosmic Desktop ist ein eigens von System76 entwickeltes Desktop-Environment, was hier und da Ähnlichkeiten mit GNOME hat. Und ich finde, das fühlt sich richtig frisch an. Hier zum Beispiel der Login-Screen, den finde ich richtig schick, oder? Ansonsten hat man hier oben so eine Menübar und hier unten ein Dock. Hier beim Dock gibt es aber eine Kleinigkeit, die mich stört. Wenn man ein Fenster groß macht, dann ziehen sich die Kanten des Docks hier so automatisch bis an die Ränder und smooth sieht das irgendwie nicht aus. In den Einstellungen kann man das Ding aber mit diesem Schalter hier auch dauerhaft bis an den Rand ziehen. Das wirkt dann mit den Fenstern alles irgendwie deutlich stimmiger. Besonders wenn ich so Systemfenster hier groß mache, dann geht das hier so nahtlos über. Das finde ich schon ganz schick. Die Menüleiste hier oben sieht so ähnlich aus wie bei GNOME. Also mit der Uhrzeit in der Mitte und diesen Widgets hier rechts. Hier links sind aber noch zwei Shortcuts, einmal für Applications und einmal für Workspaces. Im Applications-Menü sind Apps aufgelistet und out of the box sind wirklich nur ganz wenige Programme vorinstalliert. Was ich persönlich ja richtig nice finde, so ist alles nämlich richtig schön clean, wenn man das Ding frisch installiert. Es gibt ja auch andere Betriebssysteme, die nach einer frischen Installation schon vollgestopft sind mit Bloatware. Windows. Was auch noch ganz nice ist, man kann sich hier unten im App-Fenster Ordner anlegen und so Software so ein bisschen sortieren. Das ist ganz nett. Hier neben den Applications kann man die Workspaces öffnen. Da kann man dann Fenster reinziehen, die Spaces hin und her wechseln und rumschieben und so weiter. Das funktioniert alles wirklich sehr intuitiv und super snappy. Aber diese Snappiness kommt auch daher, dass es wirklich so gut wie gar keine Animationen gibt. Dadurch fühlt sich zwar alles super schnell an, aber auch etwas weniger smooth, beziehungsweise sogar auch so ein bisschen ruckelig, wie ich finde. Also es gibt ja einige, die stellen immer alle Animationen bei ihren Desktops aus, weil die das so lieber mögen. Also das ist Geschmackssache, aber ich persönlich bin schon Fan davon, wenn Dinge animiert sind. Zumindest ein bisschen. An anderen Stellen gibt es dann schon Animationen, beispielsweise wenn man hier zwischen den Workspaces hin und her wechselt. Ganz praktisch, wenn man hier unten auf eine App klickt, die in einem anderen Workspace geöffnet ist, dann switcht er automatisch zu dem richtigen Space. Und das sieht auch alles smooth und nice aus. Und es sind auch weitere Desktop-Animationen laut Roadmap von System76 auf jeden Fall in Planung. Ansonsten funktioniert das Hin- und Herwechseln zwischen Workspaces wirklich super und wenn man Apps beendet und die Spaces dann leer sind, schließen die sich auch automatisch. Also funktioniert alles sehr gut. Wenn man die Super-Taste drückt, also Windows oder Option, dann öffnet sich hier so ein Launcher für Apps. Also Super drücken, beispielsweise Firefox eingeben und starten. Das ist so ähnlich wie bei GNOME oder Spotlight von macOS oder so. Und genau wie bei Spotlight hat der auch ein paar kleine Zusatzfunktionen. Beispielsweise kann man da direkt eine Rechnung eintippen und man bekommt direkt hier in der Suche dann das Ergebnis ausgespuckt. Wenn man Find vor einer Suchanfrage eintippt, dann sucht der Launcher direkt nach allen Dateien und nicht nur nach den Apps. Und wenn man
direkt Google davor schreibt, dann öffnet sich ein Tab im Browser mit der Google-Suche. Schon alles ganz praktisch. Und die eine Sache, die ich wirklich ganz besonders cool finde am Cosmic Desktop, ist diese Schaltfläche hier oben. Da kann man nämlich spontan zwischen Tiling und schwebenden Windows hin und her wechseln. Falls ihr nicht wisst, was das ist, schwebendes Window-Management ist das, was man von Windows und macOS kennt, also wenn sich die Fenster so ganz normal überlappen können. Tiling-Windows ordnen sich automatisch auf dem Desktop fest an. Also man kann die verschieben, größer und kleiner ziehen und so weiter, aber die hängen halt immer im Vordergrund an irgendeiner Stelle im Bild. Also wenn ich jetzt hier oben drauf klicke und auf Tiling wechsle, dann ordnen sich alle Fenster auf dem Bild an. Also man kann hier alles fröhlich hin und her schieben und ja, ihr seht, man braucht auf jeden Fall einen kleinen Moment Übung damit, aber dann funktioniert das erstaunlich intuitiv. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt weniger fummelig, als mit dieser Fenster-Snap-Funktion bei Windows rumzuhantieren. Wenn man sich richtig doll hackermäßig cool fühlen will, könnte man sich dann auch noch die ganzen Hotkeys aneignen und komplett nur noch mit der Tastatur arbeiten. Dafür bin ich aber leider zu schlecht und auch zu faul. Aber ein Hotkey ist echt ziemlich praktisch, und zwar Super-Taste plus G. Damit kann man nämlich ein einzelnes Fenster aus dem Tiling Windows Desktop befreien, wenn man das mal braucht. Also, es gibt Tiling und schwebendes Window-Management und man kann da halt zwischendrin herwechseln. Das Coole ist, man kann das nicht nur allgemein für den ganzen Desktop hin und her switchen, sondern das unabhängig für den Bildschirm und die Workspaces jeweils einzeln einstellen. Das heißt, ich kann hier auf meinem linken Bildschirm Spotify, Notion und Signal irgendwie fest im Bild hängen haben, während auf meinem Hauptbildschirm alles weiter schwebt. Die Idee, dass man das einfach die ganze Zeit hin und her switchen kann, finde ich wirklich richtig super und habe ich bisher auch noch bei keinem anderen Desktop-Environment in der Form gesehen. Falls es das woanders gibt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich wusste es nicht. Und unabhängig von dem Tiling-Window-Management, man kann auch wie bei Windows die Sachen hier so an die Seiten snappen. Also das geht auch und funktioniert auch gut. Falls man noch ein bisschen am Desktop rumbasteln will, gibt es auch noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten in den Einstellungen. Da kann man dann beispielsweise die Farben vom Desktop frei wählen, Light- oder Dark-Mode auswählen, den Stil von Schaltflächen jeweils runder oder eckiger einstellen und sowas wie die Randgröße vom Fenster-Highlight anpassen. Das ist schon okay, aber richtig doll viel kann man jetzt in den Systemeinstellungen nicht anpassen. Obwohl das hier ja ein ganz eigenes Desktop-Environment ist, gab es im Store trotzdem etwas, das sich Tweaks nennt, wie GNOME Tweaks. Ich habe das mal runtergeladen, da kann man dann auch noch Sachen einstellen, wie die Farben oder Dinge am Dock und so weiter. Ob man das benutzen sollte, weiß ich nicht. Fand es trotzdem lustig, dass es das gibt. Also ja, das ist halt Linux und im Zweifel kann man alles irgendwie verändern, wenn man das will. Dazu hatten wir auch schon mal ein eigenes Video gemacht, gerne mal auschecken. Okay, alles schön und gut, aber was ist mit Gaming? Läuft das genauso nice wie bei CachyOS? Ganz simpel, ja. Läuft es. Ähnlich wie bei Cachy sind passende GPU-Treiber direkt vorinstalliert, also da muss man nicht selbst runterladen. Steam kann man easy über den Cosmic Store installieren und alle Spiele, die ich ausprobiert hatte, liefen bei mir ähnlich gut wie auf meinem Windows 11. Also sowas wie Ark Raiders, Cyberpunk 2077, Path of Exile 2 und auch Nicht-Steam-Spiele wie World of Warcraft. Für Letzteres muss man dann den Battle.net Launcher bei Steam als Nicht-Steam-Spiel einbinden und dann läuft das auch über Proton. Ist ein bisschen fummelig, aber das ist ein allgemeines Linux-Gaming-Problem und hat jetzt nichts mit Pop! OS zu tun. Also vielleicht habt ihr gemerkt, ich bin wirklich großer Fan von Pop! OS und werde das auf jeden Fall in nächster Zeit als mein Hauptbetriebssystem verwenden. Dadurch, dass man fast nie mit der Kommandozeile rumhantieren muss, eignet sich das Teil auch wirklich super als Einsteiger-Linux. Gaming funktioniert einwandfrei und die Bedienung macht mir sehr viel Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was aktuell euer Lieblings-Linux ist und wie ihr Pop! OS so findet, falls ihr es schon ausprobiert habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!